Und die Leeches? What about the Leeches? Nicht zu verwechseln mit den Beaches? Und ich rede natürlich über Strände. Nicht über Personen, ich rede über Strände. Es ist einfach extrem ungewohnt, 5 Tage die Woche zu arbeiten. Das ist einfach Hurenscheiße. Ich kann es nicht beschönigen, es ist einfach scheiße. Du hast einfach kein Leben mehr. Dein ganzes Leben ist einfach weg. Du bist nur noch auf dieser scheiß Arbeit den ganzen Tag. Frisst dein ganzes Leben auf. If you had to choose, sonst wären alle Flive-Accounts gelöscht, dann wäre ich endlich frei! Freiheit! Damit würdest du mir einen großen Gefallen tun, Monster P. Kappa. Fluff, Fliff oder FlyFF. Das ewige Mysterium. Heißt es nun Hat dir gerade jemand Flive gesagt? Heißt es Fliff, Flive, Fluff? Du meinst Fliff? Oder FlyFF. Da spricht man doch nicht Flive aus, du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for fun. Fliff ist doch ganz einfach, das kann sich doch jeder merken. Ich sag mal so, Ultimate-Schmuck ist eh wertlos. Sowohl auf Borodeng als auch auf FEC. Den mitzunehmen wäre jetzt auch nicht so schlimm. Auf Borodeng kriegst du den Schmuck mittlerweile fast geschenkt. Wieso das? Warum so günstig? Weil du, wenn du Cursed Dungeons farmst, droppst du so Fragmente und aus den Fragmenten kannst du den Schmuck einfach herstellen. Quasi komplett kostenlos. Brauchst nur ein bisschen Staub. Aber der Hauptteil des Schmucks sind eigentlich die Fragmente, zumindest bei cleanem Schmuck. Und die Fragmente kriegst du halt komplett aus Dungeons gratis. Und wenn hunderte Leute pro Tag Dungeons farmen, entsteht halt jeden Tag ein Schmuckpiece. Im Monat hunderte Schmuckpieces, im Jahr tausende Schmuckpieces und irgendwann hat ja jeder alles. Und wenn jeder alles hat, dann braucht es keiner mehr. Und dann ist es günstig. Schmuckinflation. Also nicht im Preis, sondern in der Menge. Es gibt viel zu viel Schmuck. Allein ich auf Borodeng habe schon fast 3 Schmucksets, obwohl ich fast keine Dungeons gefarmt habe. Als Imagine, ich hätte noch die ganze Zeit zusätzlich Dungeons gefarmt, hätte ich jetzt, keine Ahnung, 10 Schmucksets oder so. Einfach nur absurd. Um 3 Uhr nachts. Denkst du, du findest da die Giants? 3 Uhr nachts unter der Woche auf Borodeng, während FEC läuft. Denkst du, du findest da die Giants? Nö. Nö, sind permanent tot. Geistesgestört. Die Leute haben einfach legit kein Leben. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft von uns Gamern. Im Stehen zu zocken. Musik ist einfach so nice. Ja. Aber auf Dauer ist es auch nicht so die beste. Weil sie ist zu repetitive. Also ich persönlich fände es nice, wenn die Soundtracks ein bisschen länger wären. Also ich glaube, die längste Soundtrack von Flive, die längste Hintergrundmusik, OST, whatever, ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube 3 Minuten 20 oder so. Die meisten sind nur so knapp 60 Sekunden oder knapp über 1 Minute. Das ist eigentlich zu kurz. Also ich meine, es muss ja auch nicht jetzt, das muss ja auch nicht fucking Beethovens whatever 11. sein oder so. Aber halt einfach ein bisschen halt, es fängt an und dann nach 30 Sekunden ändert sich die Melodie ein bisschen. Weitere 30 und dann wieder und dann wieder. Und das ist halt dann so ein Track, der halt auch ein bisschen abwechslungsreich ist und der läuft dann halt auch nicht die ganze Zeit, sondern wenn du halt 1 Stunde levelst, hörst du halt jeden Teil dann auch wirklich nur maximal 10 Mal oder so. Dann ist das nicht so, ja, eintönig. Vor allem,
Was ich auch ein bisschen schade finde, es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Tracks auf Coral Island, wenn mich nicht alles täuscht. Bei den Kraken ist eine Musik. Oder nee, Abdorian. Abdorian ist eine Musik. Bis Oaken ist, glaube ich, diese Musik. Oder ist es Up Oaken? Eins von beiden. Entweder Abdorian oder Up Oaken. Ja, auf jeden Fall gibt es 3 Tracks und der erste Track ist, wenn mich nicht alles täuscht, nur bei den Aatrox. Und ich finde, der ist deutlich angenehmer als die Musik, die jetzt gerade läuft. Also die Musik, die jetzt gerade läuft, die... Weiß ich, wenn ich mal wieder so richtig lange streamen würde, mal so einen 10-Stunden-Stream oder so mit der Musik die ganze Zeit, das wäre schon anstrengend. Habe ich bisher zum Glück noch nicht gemacht auf Coral Island. Seit Coral Island released ist, glaube ich, nie wieder länger als 6 Stunden gestreamt. Oder zumindest nicht. 6 Stunden Fly. Nicht mehr als 6 Stunden Fly. 6 würde für 5K weggehen. 5KK wahrscheinlich, oder? Haha, er hat KK gesagt. Ein weiser Mann sagte mal, wer Facetank Elementor spielen will, will eigentlich Psykeeper spielen. Er weiß es nur nicht. Wie verlängert man seine Buffs mit MRM? Du brauchst einfach noch mehr Int. Je mehr Int du hast, desto länger halten deine Buffs. His gang was up to. Produce Simp? Synth. Aber ja, Sims produziert Genshin auch einige. Vache again, huh? Is there still no end to the harm he caused? Make